Ja, und das hier, meine Damen und Herren, das ist ein echtes Schmankerl. Seit 1823 gibt's Lobmeier jetzt. Johannes Rath ist Geschäftsführer, ganz aktuell. Hallo. Natürlich in der x-ten Generation jetzt in der Zwischenzeit. Fast 200 Jahre ein Unternehmen so zu führen, das ist Charisma, oder? Ja, ich habe jetzt nur die letzten 20 Jahre irgendwie so wirklich aktiv mitbekommen. Ja, genügt Aber auch schon. man spürt schon den Duft der Jahrhunderte, der einen da umweht. Ja, apropos Duft, es ist unglaublich, welche Produkte hier entstehen. Luster zum Beispiel in Handfertigung, sehr vieles. Wir gehen jetzt durch die Lusterwerkstatt hier und Sie werden staunen, was man in Wien im 3. Bezirk noch alles von Hand aus macht. Auch bei der Glasschleiferei sind wir dann. Was ist das zum Beispiel für ein Stück? Das ist eine Version oder eine Variante von unserem berühmten Luster, den wir für die Metropolitan Oper gemacht haben. Unsere Luster nehmen immer den Namen eines Kunden oder eines Orts an. Das hier ist Paris Hilton. In dem Fall nicht die Person, sondern der Ort. Den haben wir gemacht, frühe 70er, für das Hilton in Paris. Deswegen der Name. Ja, ja, Metropolitan Opera. Ich glaube, im Kreml hängt auch etwas, oder? Im Kreml, in den Moscheen in Mekka und Medina. Also wir haben so alle derzeitigen Machtblöcke irgendwann einmal bedient. Ist strategisch nicht schlecht aufgestellt. Wie demokratisch. lang braucht man eigentlich für so einen Luster? Das ist natürlich von der Größe abhängig. An dem arbeiten wir jetzt ein paar Wochen. Ist natürlich die Metallarbeit, die hier im Haus passiert, also das Polieren der Stangen, dann noch so schön die Rundungen abrunden, das Zusammenbauen. Kleinteile wie hier diese Kugeln, die die Punkte verstecken, wo die Stangen durch den Körper durchgehen. Erinnert ein bisschen ans Atomium in Brüssel mit den großen Knotenpunkten, an denen so Verbindungen durchgehen. Also sehr inspirierend. Es ist es aus der Wissenschaft heraus quasi in den ästhetischen Alltag gebracht. In den späten 60er Jahren Urknalltheorie, erste Deep Space Aufnahmen von intergalaktischen Objekten. Und das war damals durch die Metropolitan Oper auch bewusst die Inspiration für den Luster. Machen wir am Schluss noch ein bisschen einen Lichttest. Wie sieht das aus, wenn das beleuchtet ist? Der ist für die USA verkabelt, das heißt, da braucht man 110 Volt. Den Generator bitte einschalten und Licht bitte. Wow. Bumm. Das ist beeindruckend. Lichtintensität, ja. Gehen wir noch ein bisschen durch die Lusterwerkstatt durch, hier im 3. Bezirk. Gleich um die Ecke angesiedelt, sozusagen jetzt die Bestandteile des Lusters. Die Kollegin bereitet da noch ein paar Teile vor. Das sind Holzkugeln mit Fahrradspeichen aus rostfreiem Edelstahl mit den geschliffenen Perlen. Und weil der Edelstahl keine galvanische Oberfläche annimmt, können wir es nicht vergolden wie das Gestell des Lusters. Deswegen hier mit Emaillack werden die Speichen noch an die Oberfläche des Lusters angepasst in schöner kleiner Handarbeit. Unglaublich, wie viele Details es da gibt. Man muss ja dazu sagen, die Kunden, die in Summe beliefert werden, das ist weltweit distribuiert. Sie haben ein paar Stationen ja schon genannt. Aber das ist ja nicht so, dass man quasi im Verkauf jemand anrufen kann und sagt, wollen Sie einen Luster um ein paar 100.000 Euro? Das heißt, da rufen dann schon die Kunden bei Lobmeier an und der Name ist dann weltweit offensichtlich schon so renommiert, dass dann auch Hotelketten oder so weiter sich einfach hier melden im 3. Bezirk. Hotelketten eher weniger, weil in den letzten Jahren gerade im Residential-Bereich der Trend zur Kurzfristigkeit geht. Da wird ein Hotel alle 5 bis 10 Jahre komplett runterneuert. Da ist sowas dann oft ein bisschen zu edel. Aber im gehobenen Privatbereich, da kann es dann auch sein, dass ein Industrieller aus Kolumbien anruft und sagt, ich brauche für meinen kleinen Screening-Room in meiner Villa im Dschungel einen großen Met-Luster. Wahnsinn. Glaubt man dann, das ist ein Betrüger? Aber man spielt es mit und am Ende des Tages ist das Geld da und man liefert aus. Unglaublich. Ja, und ich weiß aus Ihrer Vergangenheit, Sie waren ja auch vielfach in London unterwegs, so quasi das zweite Wohnzimmer des Johannes Rath. Da gibt es auch viele durchaus sehr betuchte Kunden. In London sind es jetzt weniger die Kunden selber, aber vor allem die großen Interior-Design-Büros haben alle in London ihren Sitz und da muss man halt dann immer wieder auf Tuchfühlung gehen, denen halt wieder die neuen Unterlagen präsentieren, neue Entwürfe oder die wieder einfach ein bisschen in Gang kriegen, dass sich da was tut. Ja, und man sieht schon, es tut sich viel hier, viel Handarbeit. Auch hier entsteht ein Luster. Überall sind Menschen im 3. Bezirk. Das Büro ist auch, die Werkstatt hier ist sehr verwinkelt. Man merkt, das ist gewachsene Struktur. Einen Stock drunter, da gibt es die Schleiferei für Glas. Das ist ja auch ein echter Produktrenner. Genau, das ist unser zweites quasi Produktsegment.
Element neben der Beleuchtung das Trinkglas für den edlen Tisch, für die Tafel. Und da können wir uns dann auch anschauen, wie so ein paar richtige Klassiker dann entstehen. So ist es. Und auch viel Kunst hier quasi der Wiener Moderne um 1900. Auch eine Hommage großer Künstler. Lobmeier hat sich ja über Jahrhunderte hinweg sozusagen auch mit viel Handarbeit und großen Künstlernamen beschäftigt. Ja, folgen Sie uns einen Stock drunter, jetzt zur Glasschleiferei. Ja, wir sind also einen Stock hier weiter herunten bei Lobmeier im 3. Bezirk in der Glasschleifwerkstatt. Johannes Rath, was passiert da genau? Hier wird, wie der Name sagt, ganz banal Glas geschliffen. Hier wird aus dem fertigen Glas mittels Steinscheiben oder Diamantscheiben oder Kunststeinscheiben Material abgetragen, um die Form zu verändern bzw. ein Dekor herzustellen. Das sind ja ganz legendäre Gläser, die Lobmeier herstellt. Das sind jetzt sozusagen ein bisschen die Rohlinge in unterschiedlichem Fertigungszustand. Da haben wir die Rohlinge. Das ist quasi das rohe Glas, so wie wir es also aus der Glashütte bekommen, mit dem grob abgeschliffenen Boden, in dem dann Linie für Linie das berühmte Service von Adolf Loos entsteht, das für die Loos Bar im 1. Bezirk entworfen wurde. Da war ja viel Kontakt, glaube ich, auch in einer Vorgeneration natürlich von Ihnen. Da gab es quasi auch Gespräche mit Adolf Loos. Also der Kontakt von Lobmeier zu Loos, und das wurde richtig bestellt, der ist auch überliefert. Der ist überliefert. Loos war schwerhörig. Und mein Urgroßvater damals hat sich mit ihm schriftlich unterhalten und die Hälfte des Dialogs ist überliefert in den Zetteln, die mein Urgroßvater Adolf Loos hingehalten hat, der dann mündlich geantwortet hat. Wahnsinn. Das ist ein echter Familienbetrieb. Seit 1823 gibt es Lobmeier eben. Ja, hier sehen wir dann ganz konkret, wie die Arbeit dann wirklich umgesetzt wird. Da wird jetzt wirklich Linie für Linie das Service, das Muster aus dem Glas herausgeschliffen. Also Sie sehen, echte Handarbeit, die hier vollbracht wird und das mitten in Wien im 3. Bezirk. Ja, Johannes Rath, auf der anderen Seite auch ein Klassiker der Produkte. Das ist wirklich ein Klassiker, ein globaler Klassiker. Im Gegensatz hier zu den ganz feinen parallelen Linien arbeitet er hier an dem mehr oder weniger typischen Facetten- oder Flächenschliff, den man auch von anderen Herstellern kennt. Abschließend noch, man merkt, Sie brennen richtig für die Tätigkeit hier. Das hat aber schon auch etwas mit Verkaufen zu tun, mit internationalen Reisen. Man muss ja Umsätze machen. Also all in all ein Job in der Mitte zwischen Handwerk, Handarbeit, aber auch ganz taffen Verkauf. Ja, man muss da so ein bisschen ein Tausendsasser sein. Man muss sich halt mit dem Kunden verständigen können, ob das jetzt Otto Normalverbraucher von der Straße ist oder der König von Schlag mich tot. Aber man braucht natürlich auch das ganze handwerkliche Grundwissen, um die spezielle Eigenheit, die man als Lobmeier verkörpert, auch einem interessierten Kunden darzubringen und rüberzubringen. Ja. Sehr spannend. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen.